Hallo, ich begrüße euch hier. Ich möchte in diesem Video die Funktionalität der Arbeitsmappen für das Berufsdeutsch erklären. Da gibt es zwar schon eine Beschreibung, aber ich hatte gerade am letzten Wochenende, 26. November, da hatte ich ein Treffen mit den Kollegen von der Zentrale für Unterrichtsmedien. Und da habe ich von einigen Kollegen, genannt seien da Karl und Ralf und Klaus, da habe ich über die Thematik gesprochen und da bekam ich einige Anregungen, die ich hier umgesetzt habe. Jetzt gehen wir hierauf ein. Diese Arbeitsmappe, die ich hier als Beispiel, als Vorlage für weitere vorstelle, die handelt das Berufsdeutsch für Industriekaufleute, für Industriekaufmann und Industriekauffrau, und sie leitet sich ab, was das Vokabular betrifft, aus dem Rahmenlehrplan für diesen Beruf. Und der wurde von der Kultusministerkonferenz verabschiedet in Abstimmung mit den Industrie- und Handelskammern. So passiert das wohl immer. Ich habe das hier auch beschrieben. Wer also da Näheres sehen will, ich habe hier mich bewusst für die neueste Version von Excel entschieden, weil diese Version, die wird in der Regel allen Studenten, Auszubildenden, auch Lehrern bereitgestellt, zu wahrscheinlich kostenlos oder zum sehr niedrigen Tarif. Und das ist auch das, was diejenigen, die hinter im Beruf tätig sind, können sollten, weil ich bin auch im Bereich der beruflichen Bildung immer noch tätig. Da haben 95% der Menschen, die mit Computern zu tun haben, die haben mit Excel zu tun und das kennen sie. Es gibt natürlich auch Open-Source-Produkte, die Ähnliches können, die auch diese Excel-Formate lesen können, aber die können das in der Regel nicht hundertprozentig alles umsetzen. Zum Beispiel das, was ich hier gerade zeige, das können auch ältere Excel-Versionen nicht, dass man nämlich hier eine Zelle kommentieren kann, wie ich das hier bei der Zelle A2 ist das. Da sehe ich zum Beispiel, hier habe ich die Zentrale für Unterrichtsmedien referiert und da habe ich drauf geklickt. Und schon sieht man die Seite der ZUM, wo Ausgangspunkt für diese Arbeitsmappen ist, das Berufsdeutsch. So, das habe ich also jetzt gezeigt. Was soll diese Arbeitsmappe? Wenn jemand zu uns kommt, als Migrant, als Flüchtling oder auch als Student oder als Auszubildender, der hier in Deutschland mal für ein paar Jahre leben und arbeiten möchte, dann braucht er ausreichende Deutschkenntnisse. Das heißt, er muss so gut Deutsch sprechen, dass er ohne Dolmetscher mit den Arbeitskollegen sprechen kann. Und wenn er eine vollständige Funktion bekleiden will, Vorgesetzter vielleicht werden soll oder Teamleiter oder Gruppenleiter, dann muss man Deutsch so gut sprechen oder fast so gut sprechen wie die Einheimischen, sonst wird man da nicht verstanden oder vielleicht auch nicht ernst genommen. Diese Rahmenlehrpläne, die ich hier als Basis für das Berufsdeutsch nehme, da gibt es 309 und die kann man auch finden, ist hier in dem Link auch genannt. Ich habe es auch weiter unten nochmal genannt, weil nicht jeder die neueste Version hat. Und da sehen wir, hier sind die Rahmenlehrpläne, die sind also schon ein paar Jahre alt. Die sind alphabetisch sortiert. Änderungsschneider fängt es an, weil das steht als erstes. Dann kommt hier der Anlagenmechaniker und Asphaltbauer und was es alles so gibt. Also Industriekaufmann oder Industriekauffrau steht da auch weiter unten. Und das ist hier die Basis für das, was ich euch also jetzt hier vorstelle. Vielleicht noch etwas. Ihr dürft diese Arbeitsmappe beliebig verändern und weitergeben. Da sage ich dann noch was zu. Die Details kann man hier, wenn man mit Excel arbeitet, über die Informationen abrufen. Und da sieht man hier, wer bisher Autor war, da stehe nur ich, oder wer das geändert hat. Wenn ihr also diese Mappe nehmt, ändert die, ergänzt die, verbessert die, dann könnt ihr euch da also hier Namen reinschreiben und dann ladet das hoch, entweder auf eurer Seite oder vielleicht auch, wenn es Kollegen sind, die die Berechtigung haben, bei der Zentrale für Unterrichtsmedien. Also hier findet man bei den Informationen eine ganze Menge. Auch das, was ich also hier heute geändert habe, das wird da protokolliert. Da sind also ähnliche Funktionen drin wie diejenigen, die schon länger damit arbeiten, die mit Wikis arbeiten. Da wird das ja auch protokolliert,
was da an Änderungen vorgenommen wurde. Also da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wer will, kann hier bei Excel sich die Informationen anschauen. So, ich will euch jetzt diese Arbeitsmappe erklären. Ihr seht es schon, ich bin jetzt auf dem Blatt Info, kann man hier unten links sehen. Ne? Info ist was anderes als Wortliste. Auf dem Blatt Info findet ihr hier oben die sogenannten Meta-Informationen. Wo kommt das her? Wie könnt ihr die Mappe beziehen? Entweder über die Zentrale für Unterrichtsmedien oder auch direkt über meine Website, die hier genannt ist. Der Stand ist der 29.11., also heute. Dann kommt schon das, was ganz wichtig ist. Wenn jetzt jemand anfängt, mit Berufen sich zu beschäftigen, dann wird er mit Sicherheit oder sie wird mit Sicherheit schon Deutschkenntnisse haben, weil wenn man die nicht hat und kann sich selbstständig verständigen am Arbeitsplatz, dann wird das auch nicht von Erfolg gekrönt sein. Wenn also jemand hier schon Vorkenntnisse hat, dann sollte das bei den anerkannten Berufen schon mindestens das Sprachniveau B1 sein. Und das habe ich hier also auch verlinkt. Goethe.de steht da. Klicke mal darauf. Da sehen wir hier Goethe-Zertifikat B1 Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene. Das ist hier ein PDF-Dokument mit 104 Seiten. Da ist dann hier vorne auch erstmal beschrieben, wer das erstellt hat und warum es erstellt wurde. Ich gehe jetzt einfach mal auf mittleren Teil. Da haben wir nämlich dann den Wortschatz. Da bin ich gerade der Boden oder der Bogen. Das sind die Worte, die da gelernt werden oder die gekonnt werden sollten, wenn man sich hinterher zur Prüfung, B1-Prüfung meldet. Und da ist neben dem Wort oder der Vokabel ist dann hier die Erklärung beschrieben. Es gibt ja viele Worte, die mehrere Bedeutungen haben und das ist dann also hier in der zweiten Spalte beschrieben. So, das will ich jetzt hier nicht weiter erklären, könnt ihr euch ja selbst angucken. Dann habe ich hier auf diesem Infoblatt auch den Link zu diesem Erklärvideo hier. Da klicke ich jetzt nicht drauf, weil das Video gibt es ja erst dann, wenn es von mir bearbeitet und bei YouTube hochgeladen wurde. Aber das findet ihr dann hier in der Zelle D7 ist das. Hier ist es grau hinterlegt. Darunter findet ihr dann, wenn ihr über mich was wissen wollt, ich habe ja gesagt, ich bin Rentner mit 68, aber ich bin auch noch Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens und Online-Dozent als Freiberufler für ein Karlsruher Unternehmen. Ich bin also noch in verschiedenen Aktivitäten eingebunden und das findet ihr dann, wenn er hier auf diese Zelle klickt. Und da können diejenigen, die diese Mappe dann verbessern oder erweitern, die können sich dann also da auch reinschreiben, damit nachvollziehbar ist, wer hat an diesem Vokabular mitgearbeitet. Darunter ist dann nochmal die Lizenz, die hier verwendet ist. Also ihr dürft, wie ich schon sagte, damit machen, was ihr wollt. Ihr müsst nur denjenigen oder diejenigen nennen, die also vorher schon da mitgewirkt haben. Namensnennung ist hier beschrieben. Und das kann man also hier sehen bei Creative Commons, die CC BY-Lizenz. Die ist also hier der Hintergrund für die rechtlichen Dinge, was also sonst mit Urheberrechten also umschrieben ist. Schaut euch das an. So, dann geht es weiter. Hier ist die Statistik zur Arbeitsmappe. Den Referenzwortschatz vom Goethe-Institut oder von denjenigen, die da mitgearbeitet haben, der umfasst 6.943 Worte. Den kann man sich hier auch anschauen. Ich habe also dieses Dokument, was ich da gefunden habe, das habe ich zerlegt in einzelne Worte. Und da sieht man hier, gibt es in der Spalte A 6.944 Worte. Eines ist ja immer die Überschrift, die also da nicht zugehört. Und diese Worte, die hier in diesem PDF-Dokument vom Goethe-Institut enthalten sind, die stehen hier in der Spalte A. In der Spalte B ist die englische Übersetzung, aber eben nur erster Begriff ist da übersetzt. Und dann kann man sich zum Beispiel, wenn man hier auf Abbildung geht, dann kann man sich das auch bei DeepL übersetzen lassen in eine der 29 Sprachen, die DeepL unterstützt. Das, was standardmäßig jetzt eingestellt ist, ist Englisch, aber angenommen, ich wäre Ukrainer oder Ukrainerin, dann kann ich hier auch hingehen und suche hier Ukrainisch raus. Dann sehe ich das, was Abbildung auf Ukrainisch heißt und das kann ich mit weiteren 28 Sprachen genauso machen.
So, das ist also hier auch das, was hier mit den Worten möglich ist. Abbildung kann man aber eben auch im OpenThesaurus finden. Es gibt viele Worte, die Ähnliches bedeuten wie Abbildung. Das findet man hier im OpenThesaurus. Und da steht zum Beispiel Diagramm, grafische Darstellung, Kurvenblatt, Schaubild. Das ist also hier alles möglich. Da ist also der OpenThesaurus, wenn man jetzt hier ähnliche Worte sucht, ein guter Tipp. Aber auch im Wiktionary, das kennen wir ja, das ist, was früher Duden in gedruckter Form war, ist hier online. Und wenn man dann auf Abbildung geht, dann sieht man hier viele informative Dinge, ob das jetzt Einzahl ist oder Mehrzahl. Und dann stehen hier hinten noch weitere Informationen, die die Deutschlehrer sicherlich besser einordnen können wie ich. Und da ist auch so eine Musterabbildung dabei vom ersten Benz Motorwagen. So, das ist also hier ganz interessant, kann man sich also Wiktionary angucken. Wenn aber, das taucht hier bei dem Referenzwortschatz eher selten auf, aber bei anderen, wenn dann ein Wort eben nicht erklärt wird von Wiktionary oder vom OpenThesaurus, dann kann man immer noch auf Google Wort gehen. Da habe ich jetzt auch mal drauf geklickt. Und dann sieht man hier Abbildung erklärt von Google. Die relevantesten Dinge stehen oben. Dazu zählt in der Regel Wikipedia und Wiktionary. Und dann geht es ja weiter mit weiteren Nachschlagewerken. Ist sogar im mathematischen Bereich der Uni Saarbrücken genannt, weil da offensichtlich was Gutes unter Abbildungsbegriff erklärt ist. Also wir sehen, das ist hier schon sehr schön. Dann bietet sich natürlich auch an, die Bildersuche einzubeziehen, wenn das also nicht plastisch genug ist. Hier sehen wir also Abbildung im Sinne von Skizze von dem Motorwagen, aber auch im mathematischen Bereich, wie da Mengen abgebildet werden, oder hier so eine Funktion, das ist also hier beschrieben, oder Abbildung vom Menschen und dem Skelett. Also das ist also, denke ich mal, sehr aussagekräftig. Da brauche ich also nicht groß selbst mir einen Satz zum Begriff Abbildung zu überlegen. So, das haben wir also hier bei Google, das gibt es auch bei Bing und DuckDuckGo. Ich habe DuckDuckGo aufgenommen, weil viele Menschen sind skeptisch gegenüber den Datenkraken Google oder Microsoft, die Bing als Suchmaschine rausbringen. Und wenn man dann hier auf DuckDuckGo klickt, dann werden also nicht so viele Informationen gesammelt oder die behaupten gar keine. Übernimm die Kontrolle über deine personenbezogenen Daten. Deshalb wird hier vorgeschlagen, weder Google noch Facebook noch Amazon zu nutzen, sondern DuckDuckGo. Und das ist hier die Erklärung, warum ich hier DuckDuckGo einbezogen habe. Ich selbst verwende aber meistens Google, weil ich weiß, dass sowieso meine Daten bekannt sind. Und da werden die nichts Neues herausfinden, wenn sie also feststellen, der hat hier auf Abbildung bei Bing oder bei Google Wort geklickt. So, jetzt wissen wir also schon, Referenzwortschatz ist also das, was als bekannter Wortschatz vorausgesetzt wird. Man kann sich natürlich, wenn man hier Deutsch als Fremdsprache spricht, nochmal die Liste anschauen, ob man wirklich alles kennt. Wenn nicht, dann sollte man das noch lernen. Und das will ich also jetzt abschließen. Ich gehe wieder aufs Blatt Info. Da ist also Ausgangspunkt wohl gewesen, im Referenzwortschatz sind also knapp 7000 Worte enthalten. In dem Rahmenplan, den ich hier jetzt vorstelle, sind es knapp 4000, also Industriekaufmann und Industriekauffrau, knapp 4000 Worte sind enthalten. Der Rahmenplan, so wie er vorliegt, der sieht ja so aus. Wir sehen hier Titelblatt, wobei wer hier einen Wordkurs besucht hat, der weiß, hier sollte man keine Leerzeichen zwischen die Buchstaben setzen, sondern gesperrte Schrift nehmen, aber das war, als das rauskam, sicherlich den Sekretärinnen oder den Assistenten noch nicht bekannt. So, hier haben wir also dann den Rahmenplan, steht also immer so eine Seite, Lernfeld ist da beschrieben, Investitions- und Finanzierungsprozesse planen, ist also das, was ich hier zufällig rausgewählt habe. Dieser Inhalt des Rahmenlehrplans, der wird von mir zunächst aufbereitet und zwar so, dass ich pro Zeile in Excel ein Wort habe. Schülerinnen und Schüler, das ist also sicherlich eine Sache, die da auftauchen sollte. Wir sehen auch die Artikel oder und oder, das taucht hier auf und zwar gleich mehrfach sehen wir das hier.
Und jetzt erkläre ich gleich, wie ich das dann weiter verarbeite, wenn ich diese Rahmenpläne zerlege in einzelne Worte. Ich schließe das hier mal. Da gibt es also das Blatt alle Worte. Das, was ja also da eben im Rahmenlehrplan in diesem Aufbau, der da schön mit Rahmen und schön skizziert war, das habe ich hier zerlegt, alle Schnörkel rausgenommen. Und hier sieht man schon, da steht Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Industriekaufmann, Industriekauffrau, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.06.2002. Und so geht es dann weiter. Also hier in der Spalte A seht ihr die Abfolge, wie sie dann in dem Rahmenplan auch steht, eben nur anders aufbereitet, als das hier zerhackt wurde und jedes Wort hat eine eigene Zeile. Daneben seht ihr dann auch noch etwas, das muss euch jetzt nicht interessieren, aber ich erkläre es, damit ihr wisst, wie kommt die gelbe Farbe zustande. Da wird eine Fallunterscheidung gemacht, die kann man hier oben sehen, wenn man Excel beherrscht. Ne? Da gibt es einen Verweis, das heißt, dieses Wort, was hier steht, wird nachgeschlagen. Taucht das in dem Referenzwortschatz auf? Wenn es nicht auftaucht, dann ist diese Behauptung falsch, dass es dort auftaucht. Und dann wird es gelb hinterlegt. Wenn es auftaucht, wie das Wort für oder den, das taucht also in dem Referenzwortschatz auf, weil das also ein sehr wichtiges Wort ist, dann steht da wahr. Also diese Spalte B ist eben nur für die Bearbeitung, für den Vergleich Wortschatz des Rahmenplans mit dem Referenzwortschatz vom Goethe-Institut notwendig. Entweder ist es dort enthalten, dann ist es wahr, und wenn es nicht enthalten ist, dann muss es erklärt werden in der Wortliste. So, jetzt will ich aber dieses abschließend hier nochmal besprechen. Wir haben also hier in der Spalte A alle Worte, wie sie in der Zwischenablage stehen, wenn ich den Rahmenlehrplan als PDF-Dokument kopiere, die Zwischenablage und in Word aufbereite. Da habe ich das nämlich gemacht. Das, was dann interessiert, sind die Worte, und zwar will ich die nur einmal hier haben, das nennt man dann Unikate. Aus diesen knapp 4000 Worten in der Spalte A werden dann 1415 Unikate in der Spalte D, also mehrfach vorkommende Worte werden also reduziert auf ein Vorkommen, der, die, das, taucht ja vielleicht hunderte Male auf, oder das Wort und hier steht jedes Wort nur einmal, das sind dann die Unikate. Das ist die Ausgangsbasis für die Wortliste. Ich nehme also dann die Einträge hier aus der Spalte D und setze die hier in der Wortliste ein. Und da setze ich sie ein hier in die Spalte C. Davor sind noch zwei Spalten. Das eine ist einfach eine laufende Nummer. Wenn ich das dann drucke als PDF-Dokument, dann ist die Nummer sehr hilfreich, weil dann sieht man ja nicht diese Zellangaben hier von Excel. Die Spalte B ist sehr wichtig, diese Notizspalte. Es könnte ja sein, das Wort ist sehr wichtig, dann mache ich daraus die Kategorie A. Wenn es immer noch wichtig ist, dann B. Wenn es für mich unbekannt ist, aber ich werde es vielleicht nur einmal im Jahr brauchen, dann ist das C, das, was ich da als Notiz reinschreibe. Ja, und das ist also der Grund, warum es hier diese Spalten A und B vorweg gibt. Und dann haben wir hier dieses, was ich aus der Alle-Worte-Liste dann als Unikat übernommen habe. Das ist die Spalte C. Rechts davon kommt die automatische Bearbeitung oder die manuelle Bearbeitung. Ich habe hier zu jedem Wort dann hier in der Spalte D einen Satz gebildet, damit man sieht, wie das Wort im Zusammenhang dann eingesetzt wird. Das Wort Abgrenzung, das ist das erste hier. Das kann man zum Beispiel im Gelände einsetzen. Einen Zaun kann man bauen oder irgendeine Mauer oder was auch immer. Wir werden zunächst eine Abgrenzung des Geländes vornehmen, also sein Grundstück zum Beispiel abgrenzen. Das Wort Abgrenzung kann man natürlich auch ins Englische übersetzen und den Satz, den ich hier in der Spalte D habe, den kann man auch als englischen Satz übernehmen. We will first make a delimitation of the area. Das wäre also dann, wenn ich das versuche, Englisch auszusprechen. Das habe ich also hier gemacht. Das hat für mich in der Regel der DeepL-Übersetzer gemacht. Da habe ich also eine Profilizenz. Wenn ich da im Monat 8 € für bezahle, dann bin ich nicht an die Grenze von 5000 Buchstaben pro Übersetzung
gebunden. So, DeepL habe ich dann hier auch nochmal, nicht nur die englische Übersetzung, sondern wenn ich hier jetzt auf DeepL Wort klicke, dann sieht man, das, was ich da vorne in der Spalte C hatte, Abgrenzung, das wird hier automatisch eingesetzt und ich sehe hier auch die englische Übersetzung, in diesem Fall die amerikanische Variante davon. Und da gibt es nicht nur eine Übersetzungsmöglichkeit, sondern noch Alternativen, die tauchen hier unten auf. Jetzt kann es aber sein, ich bin Flüchtling aus der Ukraine oder aus Arabien, Syrien zum Beispiel, und da möchte ich hier die Übersetzung haben. Arabisch gibt es ja bei DeepL nicht, aber Ukrainisch. Und dann habe ich hier die ukrainische Übersetzung. Und das gibt es dann noch für weitere 28 Sprachen. So, jetzt wissen wir also, was hier die Spalte DeepL Wort soll in der Spalte G. DeepL übersetzt aber eben auch ganze Sätze, und zwar besser als Translate Google. Das ist also nicht nur meine Meinung, sondern die von vielen Fachleuten. Da ist also künstliche Intelligenz im Spiel, die also auch den Text, der vorher und nachher kommt, mit einbezieht, damit die Übersetzung möglichst präzise ist. Wenn ich jetzt hier draufklicke, wir werden zunächst eine Abgrenzung des Geländes vornehmen und ich möchte das jetzt nochmal bei DeepL übersetzt haben in irgendeine der unterstützten Sprachen. Klicke ich hier rauf, habe ich gerade getan. Und da steht der Satz nochmal und hier steht der im Englischen. Aber es könnte ja sein, ich will den jetzt auf Französisch haben, weil einige meiner Workshop-Teilnehmer Muttersprache Französisch haben. Wenn sie aus Afrika kommen, da wird durchaus noch häufig Französisch gesprochen. Hier haben wir Französisch. Ja, das will ich also jetzt nicht vorlesen. Könnte ich versuchen, nous allons, d'abord und so weiter. Will ich also nicht machen. Da blamiere ich mich nur. Also wir sehen, das kann man also sofort auf Französisch übersetzen oder wieder auf Ukrainisch hier unten oder Russisch geht ja auch. So, jetzt haben wir hier gesehen, den Satz kann man hier übersetzen mit DeepL und der wird dann auch automatisch über diesen Link, der hier in Excel bereitgestellt wird, dahin übernommen. Den OpenThesaurus hatte ich eben schon mal vorgestellt, aber man sieht hier, kann man einfach draufklicken und dann wird Abgrenzung beim OpenThesaurus gesucht und da sehen wir dann hier im Sinne von Grenze, Grenzlinie, sehe ich das. Ne? Kann man also mal ausprobieren. OpenThesaurus, es gibt noch Voxicon, das macht, glaube ich, Ähnliches. So, dann Wiktionary, das ist also die Schwester oder Bruder vom Wikipedia. In diesem Sinn liefert das Ähnliches wie der Duden oder ähnliche Nachschlagewerke, nur eben kostenlos. Und da hatten wir dann hier auch die Möglichkeit, diese verschiedenen Informationen abzurufen, ob Synonyme dabei sind oder Bedeutungen. Die Aussprache kann man sich hier, wenn man auf den Lautsprecher klickt, mache ich vielleicht mal. Abgrenzung. Abgrenzung. So, ich schließe das jetzt. Also wir sehen, man kann sich das auch vorsprechen lassen. Das sind also die Möglichkeiten vom Wiktionary. Und das ist also wärmstens empfohlen, wenn man also hier Zuwanderer ist und weiß nicht genau, wie spreche ich das aus. Die Lautschrift kann ja auch nicht jeder richtig interpretieren. Also mir gelingt es jedenfalls nicht so gut, mit der Lautschrift zu arbeiten, wie wenn mir das jemand in der Fremdsprache Englisch oder Französisch vorspricht. So, dann habe ich hier noch eine Spalte K, Translate Google steht oben drüber. Hier habe ich das so ein bisschen abgekürzt, dass die Spalte nicht so breit wird. Da habe ich drauf geklickt und da sehe ich im Prinzip das Gleiche, was eben DeepL übersetzt hat, von Translate Google übersetzt. Die Übersetzung ist oft nicht so gut wie von DeepL. Hier ist sie trotzdem richtig, aber das Interessante ist eben, ich kann mir das auch vorsprechen lassen. Wenn ich hier Zuwanderer bin und weiß nicht genau, wie man diesen Satz in Deutsch spricht, dann klicke ich hier auf den Lautsprecher. Wir werden zunächst eine Abgrenzung des Geländes vornehmen. So, jetzt habe ich das mal mir auf Deutsch vorsprechen lassen. Das funktioniert aber auch auf Englisch. First, we will demarcate the area. Und das wird auch funktionieren, wenn ich jetzt hier Ukrainisch nehme.
Спочатку розмежуємо територію. Ja, Territorio, das habe ich also noch verstanden, ne? Gelände. Das ist also wohl auch im Ukrainischen übernommen worden aus dem Lateinischen oder jedenfalls aus dem westeuropäischen Sprachraum. So, das jetzt zum Translate Google. Abgrenzung kann man hier mit den ersten Spalten schon gut erklären. Es wird aber oft sein, dass ein Wort sehr speziell ist, Absatzcontrolling. Das werde ich mit Sicherheit nicht beim Wiktionary finden. Sieht man hier, ne? Da gibt es also Vorschläge, aber das ist nicht hilfreich. Ich finde es also nicht beim Wiktionary und sicherlich dann auch nicht bei dem OpenThesaurus. Aber bei Google oder Bing oder DuckDuckGo finde ich das immer. Jetzt gehe ich mal hier auf Google Wort. Und da sieht man schon sehr viele Einträge. 2420 Mal hat Google das Wort Absatzcontrolling. Das steht in der Unternehmenswelt, taucht es auf, da ist die Webseite. Kann ich mir gut vorstellen, dass das also schon hochrelevant ist, was da steht. Und da gibt es dann im Zweifelsfall immer noch die Möglichkeit, Bilder dazu zu suchen. Jetzt habe ich hier auf Bildersuche geklickt und da taucht dann also das Wort Absatzcontrolling in verschiedenen Zusammenhängen auf. Na, hier kann man dann schauen, na, da habe ich also jetzt so ein Controlling-Wiki. Da ist also ein richtiger Fachartikel zu finden, wenn mich das also jetzt sehr interessiert. So, das funktioniert in ähnlicher Weise auch bei Google und Bing und DuckDuckGo. Okay, das ist also das, was wir also hier haben. Ich kann mir dazu auch wieder einen Satz raussuchen, wenn wir schon bei Absatzcontrolling sind. Den Satz, den finde ich also hier bei Translate Google zum Beispiel. Den habe ich mir also hier selbst überlegt. Das ist der deutsche Satz, den ich mir überlegt habe. Und das ist dann hier, was Google daraus im Englischen gemacht hat. Und das kann man natürlich sich auch wieder im Ukrainischen anschauen. Das Vergleichen, ist das besser oder schlechter als DeepL. Ich habe hier noch den Google-Satz. Damit kann man feststellen, ob ich den Satz möglicherweise irgendwo abgeschrieben habe oder ob ich den selbst erfunden habe oder selbst entwickelt habe. Da habe ich jetzt mal drauf geklickt bei Absatzcontrolling und da sehen wir, ich habe hier einen Satz gebildet, der steht noch nirgends bei Google, weil ich den ja selbst entwickelt habe und nicht irgendwo im Hinterkopf habe, das hast du doch schon mal so ähnlich gehört. Wenn ich hier das Gänsefüßchen wegmache, dann kann ich schauen, gibt es dann so einen ähnlichen Satz. Und da gibt es 419 Sätze, die diese Worte enthalten. Und hier werden so verschiedene Vorschläge gemacht. In dem Zusammenhang wird also beschrieben, was Absatzcontrolling macht, was es unterstützt. So, das ist also nochmal der Hinweis, wer hier eben nichts findet, weil das mit Gänsefüßchen hier bei Google gesucht wird, das heißt, es muss genau übereinstimmen, der macht einfach mal das Anfangs-Gänsefüßchen weg und dann findet man also ähnliche Sätze bei Google. So, jetzt habe ich hier also erklärt, was ihr hier auf dem Blatt Wortliste findet. Hinten steht auch wieder dieses falsch oder wahr, das ist zwingend erforderlich, nicht damit ihr damit was anfangen könnt, sondern damit die farbige Hinterlegung kommt. Ihr seht nämlich zum Beispiel das Wort Abschluss, das müsst ihr nicht lernen, weil das wird schon vorausgesetzt im Wortschatz B1, da taucht das auf. Weiter unten gibt es dann noch weitere, alle, allem, allen. Das ist also hier so verschiedene Formen von allem, die sind hier also schon bekannt, genauso wie allgemeine, allgemein. Das ist also alles schon im Referenzwortschatz enthalten. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf das Infoblatt, dann sieht man, hier sind 1415 Unikate in diesem Rahmenlehrplan für die Industriekaufleute enthalten. Davon sind nur 408 Wortunikate, die schon in dem Referenzwortschatz enthalten sind und über 1000 Worte sind nicht enthalten. Also die sind dann gelb hinterlegt, weil das schon sehr viele Fachchinesische oder Fachdeutsch ist, was ihr sicherlich nicht in den Begrüßungskursen bei den Volkshochschulen lernen könnt oder die Zuwanderer können das nicht lernen, sondern das muss man
sich selbst erarbeiten, weil die Deutschlehrer, die können auch in der Regel nicht viel zu Absatzcontrolling sagen. So, jetzt haben wir hier fast alles durch, was ich hier euch erklären wollte. Die Statistik, das war ja, was ich eben gerade ausführte. Darunter haben wir dann noch sonstige Hinweise und Informationen, die ich jetzt auch erklären möchte. Ich habe mit DeepL diesen Rahmenlehrplan übersetzt. Weil es da keine Urheberrechte gibt bei diesen amtlichen Dokumenten, kann man das einfach tun, kann das auch bereitstellen. Man sieht, hier gibt es also eine englische Übersetzung oder amerikanisch-englische Übersetzung. Französisch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch gibt es hier auch. Das steht hier auf der Webseite, die hier genannt ist, bereit. Ich gehe hier mal auf die englische Übersetzung und da sieht man, das Wort Rahmenlehrplan, das kann von DeepL nicht richtig übersetzt werden, weil hier sind lauter einzelne Buchstaben. Also derjenige, der das geschrieben hat, der hat Leerzeichen nach jedem Buchstaben gesetzt, um das gesperrt zu drucken. Aber das, was hier drunter steht, das ist sinnvoll. Und hier kann man dann auch sehen, wie der Lehrplan dann rüberkommt, wenn man DeepL nimmt, also die Profi-Version. Da sind dann auch die Tabellen recht ordentlich. Hier sieht man also dann die Lernfelder, Learning Fields und wie viele Wochenstunden da im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr dann anstehen. Das ist also hier sehr gut gemacht. So, das gibt es also hier auch. Da sehen wir also hier außer dem Englischen gibt es noch eben Französisch, Polnisch, Russisch und Ukrainisch. So, das soll dann hier zu dem Abschnitt Übersetzungen reichen. Wenn ihr Interesse daran habt, dieses Know-how auch zu erwerben, was ich also hier einsetze, dann könnt ihr das, wenn ihr euch diese Playlists anschaut, die habe ich schon vor längerer Zeit erstellt. Aber wenn ihr die durchgearbeitet habt, dann könnt ihr all das, was ich hier verwende, auch. Und da gibt es 2 Playlists, die da Fachvokabulare kuratieren überschrieben sind oder digitale globale Lernpfade zum Thema DAF. Das haben wir also hier in diesen beiden Links. So, dann gibt es zum Schluss noch etwas, damit das also auch noch etwas den Hintergrund unterstreicht. Zur Sprachförderung gibt es da vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus aus Baden-Württemberg eine Seite. Die klicke ich hier mal an, die ist nämlich hier auch verlinkt. Und diese Seite, erstmal muss man hier wieder die Cookies akzeptieren. Und diese Seite, die beschreibt also die Wichtigkeit der Deutschkurse vor und während der Berufsausbildung. Viele Menschen, die zu uns kommen, die wollen gleich Geld verdienen und gehen dann vielleicht zu McDonald's oder zu irgendeiner Organisation, die also auch ungelernte Kräfte da schnell einarbeitet. Das ist aber zu kurz gedacht. Wenn man hier qualifiziert arbeiten will, dann sollte man sich diese Webseite anschauen. Wer hier noch keine Ausbildung hat, der sollte also überlegen, ob das, was er an Vorkenntnissen, an Zeugnissen mitbringt, dazu reicht und auch die Sprachkenntnisse ausreichend sind, um hier eine Ausbildung aufzunehmen. Und wer im Ausland schon eine Ausbildung abgeschlossen hat und hat einen Nachweis dazu, der wird mit Sicherheit noch eine Fortbildung brauchen, um diese sprachlichen Defizite auszugleichen. Wer hier Teamleiter werden will, Fach- und Führungskraft und hat vielleicht in der Ukraine oder in Syrien eine größere Abteilung geleitet, der kann das hier nur dann machen, wenn er eben sein Fachvokabular auch im Deutschen einsetzen kann und beherrscht, weil wenn man da nur radebrecht und unvollständige Sätze spricht, dann wird man von den Kollegen nicht ernst genommen und dann ist man auch nicht geeignet, als Fach- und Führungskraft hier zu arbeiten. So, und das ist also hier beschrieben auf dieser Seite. Schaut euch die an. Für Auszubildende wichtig, aber eben auch für Menschen, die schon mit einer Ausbildung zu uns kommen, wo aber die Deutschkenntnisse vielleicht noch nicht ausreichen. So, ich habe jetzt diese Arbeitsmappe beschrieben. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das an mich rantragen oder ihr könnt das auch kommentieren. Das geht natürlich auch optimalerweise für die Fachkollegen, wenn ihr das auf der ZUM-Website macht, Zentrale für Unterrichtsmedien, die habe ich ja hier auch genannt. Hier
Oben sieht man das, ne, da taucht es beim Kommentar auf. Da klicke ich nochmal drauf, damit ihr also seht, wo der Einstiegspunkt ist fürs Berufsdeutsch. Da haben wir es nochmal, die Seite, mit der es anfängt. Es werden hier im Abstand, immer wenn ich Zeit habe, werde ich hier eine Arbeitsmappe in ähnlicher Form wie hier für die Industriekaufleute erstellen. Die Fachinformatiker, die stehen schon auf meiner Liste und die Logistiker, weil da hatte ich hunderte von Auszubildenden in den letzten Jahren in den Computerführerschein eingewiesen. Da kenne ich mich also auch ein bisschen mit aus. Um deren Bedarf weiß ich also Bescheid. Das wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate dann geschehen. Und das werdet ihr dann hier finden. Das habe ich ja noch nicht gemacht. Berufsdeutsch, Materialien, das wird dann die Seite sein, wo ihr die Aufstellung der vorhandenen Materialien findet. Aber vielleicht gibt es ja auch einige Kollegen, die da mitmachen wollen und mich unterstützen, dass da schneller weitere Arbeitsmappen bereitgestellt werden können. Das Know-how stelle ich gerne bereit. Im Laufe des Winters, im Dezember, Januar, Februar, da werde ich nochmal einen Workshop anbieten, bei dem man lernen kann, wie diese Mappen produziert werden. Das ist also Gegenstand des Workshops. Ein Workshop ist schon gelaufen mit Studenten aus China und aus Afrika. Und da habe ich also schon einige Erfahrungen gesammelt. Das war ja auch letztendlich der Grund, warum ich mich auf dieses Thema dann festgelegt habe. So, das zum Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Tschüss.